In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Eckenheber richtig anwendet und den Nagelfalz damit reinigt und sondiert. Der Eckenheber ist ein sehr wichtiges Instrument, das bei einer professionellen Fußpflegebehandlung auf keinen Fall fehlen sollte. Als erstes zeige ich euch, was ihr alles für die Behandlung benötigt. Man benötigt natürlich einen Eckenheber oder auch Exkavator genannt. Der Eckenheber ist ein Instrument, welches zwei Seiten hat und beide Seiten sind an den Enden gebogen, wie man hier sehr gut sehen kann. Man hält den Eckenheber in der Hand wie einen Stift und benutzt ihn so, dass man mit der gebogenen Seite unter den seitlichen Nagelrand fahren kann. Zudem benötigst du noch ein Desinfektionsmittel zum Aufweichen der Hornhaut im Nagelfalz und bei stärkerer Hornhaut würde ich eher einen Hornhautweicher empfehlen. Außerdem wichtig ist die Eckenzange zum Korrigieren der Nagelecken. Jetzt geht es weiter mit der richtigen Anwendung. Nach dem Nagelschnitt kommt auch schon der Eckenheber zum Einsatz. Hierzu sprühen wir die Zähne erstmal mit Hautdesinfektionsmittel ein, um vorhandene Hornhaut aufzuweichen. Ich nehme den Eckenheber so in die Hand, wie ich es vorher gezeigt habe, also wie ich auch einen Stift halten würde. Und hier sieht man nochmal das gebogene Ende vom Eckenheber ganz gut. Es hat die Form von einer Schaufel und damit werde ich jetzt in den Nagelfalz fahren und den Nagel leicht anheben. Ich nehme jetzt noch einen kleinen Tupfer zur Hand. Hier kann ich dann Hornhautreste, die ich mit dem Eckenheber aus dem Falz entferne, abstreifen. Ich beginne an der medialen Seite vom Zeh und fahre mit dem Eckenheber unterhalb vom Nagel entlang, am freien Nagelrand und auch seitlich in den Nagelfalz. Wie man hier sehen kann, komme ich mit dem Eckenheber nicht richtig durch, also der Nagelfalz ist nicht frei zugänglich. Hierfür ist der Eckenheber einfach sehr gut geeignet. Man testet, ob der Nagelfalz frei zugänglich ist oder ob es wie jetzt hier in diesem Fall irgendwo hakt. Wenn ich beim Durchfahren also mit dem Eckenheber irgendwo nicht durchkomme, dann muss ich an dieser Stelle schauen, was genau das Problem ist. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Nagelecke stehen geblieben ist, dass man diese noch entfernen muss, oder es kann auch sein, dass an dieser Stelle einfach zu viel Hornhaut im Nagelfalz vorhanden ist. Wie man hier sehen kann, liegt es an der Hornhaut, dass ich nicht richtig durch den Falz fahren kann. Wir haben ja vorher die Zähne eingesprüht mit Hautdesinfektionsmittel, was bedeutet, die Hornhaut wird jetzt dadurch etwas aufgeweicht und ich fahre jetzt mehrmals mit dem Eckenheber durch den Falz und entferne vorhandene Hornhaut. Wenn die Hornhaut hartnäckig ist, kann man sie zusätzlich auch noch mit einem Hornhautweicher einsprühen. Ich fahre mit dem Eckenheber jetzt nacheinander durch jeden Nagelfalz, also an jedem Zeh an zwei Seiten, einmal auf der medialen Seite durch den Nagelfalz und dann auf der lateralen Seite ebenfalls durch den Nagelfalz. Wichtig ist es auch, die Nagelecken ganz besonders zu prüfen. Bei den Ecken ist es sehr wichtig, dass keine spitze Ecke stehen bleibt. Es darf keine 90-Grad-Ecke stehen bleiben. Das merke ich auch, wenn ich mit dem Eckenheber durchfahre und es hier wieder ein bisschen hakt. Dann sehe ich das direkt, dass diese Ecke zu spitz ist und dann muss ich nachher mit der Eckenzange nochmal nacharbeiten. Es ist sehr wichtig, dass keine spitzen Nagelecken stehen bleiben. Diese können nämlich nachher zu Problemen führen, nämlich wenn sie in den Nagelfalz reindrücken und im schlimmsten Fall sogar einwachsen. Wenn ich nun durch jeden Nagelfalz durchgefahren bin, dann korrigiere ich die Stellen, bei denen ich gemerkt habe, dass die Nagelecke doch noch zu spitz ist. Hierzu benutze ich die spezielle Eckenzange. Es ist nämlich sehr wichtig, dass man für die Nagelecken nicht eine normale Nagelzange benutzt, sondern eben eine spezielle Zange für die Nagelecken. Hier sieht man, dass die Eckenzange eine sehr feine Spitze hat und mit der kann ich wirklich sehr akkurat arbeiten und die Ecken nur minimal abrunden. Warum es so wichtig ist, sie nur leicht abzurunden und nicht rauszuschneiden, habe ich im Video Zehennägel richtig schneiden erklärt. Wenn euch das Thema also interessiert, schaut dort gerne mal rein. Ich habe jetzt nochmal mit etwas Hautdesinfektionsmittel die Zehen eingeweicht und hole nochmal etwas mehr Hornhaut raus beim Großzeh auf der medialen Seite vom Nagelfalz und außerdem kontrolliere ich noch alle weiteren Nagelecken, die ich gerade eben nochmal mit der Eckenzange korrigiert habe.
Es ist sehr wichtig, vorhandene Hornhaut im Nagelfalz gründlich zu entfernen. Wenn das nicht geschieht, dann kann die Hornhaut in den Nagelfalz drücken und der Patient hat hierdurch dann Beschwerden und natürlich auch Schmerzen. Wenn ich problemlos durch den Nagelfalz durchkomme und es nirgendwo mehr hakt, dann ist die Behandlung mit dem Eckenheber auch abgeschlossen. Hier sieht man, wie gut ich jetzt durch den medialen Nagelfalz beim Groß-C durchfahren kann. Hier noch eine kurze Erklärung, warum es wichtig ist, Nagelecken mit dem Exkavator aufzuspüren und zu entfernen. Wenn ich zum Beispiel hier beim Durchfahren merke, dass an dieser Stelle eine Nagelecke stehen geblieben ist, sagen wir an dieser einen Stelle hier. Wenn ich jetzt Schuhe trage, dann drückt der zweite Zeh auf den ersten und diese Ecke kann einwachsen. Warum ein Exkavator bei keiner professionellen Fußpflegebehandlung also fehlen sollte, habe ich euch hier nochmal zusammengefasst. Wie ihr also sehen konntet, ist ein Eckenheber ein sehr wichtiges Instrument, um Nagelecken im Nagelfalz zu entdecken, die man mit bloßem Auge nicht sehen konnte. Wenn eine Nagelecke im Nagelfalz bleibt, wenn man sie nicht entdeckt hat, dann kann sie später zu Problemen führen, weil sie in den Nagelfalz reindrückt und im schlimmsten Fall sogar in das Zehengewebe einwachsen kann. Der Eckenheber ist aber nicht nur für die Nagelecken gedacht, sondern wie ihr gesehen habt, ist er auch super dafür geeignet, um einfach abgestorbene Hautschüppchen oder auch Hornhaut aus dem Nagelfalz zu entfernen. Und er ist auch super dafür geeignet, um den Nagelfalz zu tamponieren. Wie das mit dem Tamponieren genau geht, das habe ich euch in einem anderen Video bereits gezeigt. Das Video blende ich euch hier oben ein und verlinke es euch auch nochmal unterhalb von diesem Video hier in der Videobeschreibung. Sehr wichtig bei der Anwendung vom Eckenheber bzw. vom Exkavator ist natürlich die richtige Haltung. Das habe ich euch im Video ja schon erklärt. Er hat einfach so eine Schaufelform und mit dieser Schaufel sollte man unter den Nagel fahren und den Nagel anheben. Also auf keinen Fall so, dass diese Schaufelform in das Zehengewebe oder in den Nagelfalz reindrückt. Das sollte man auf gar keinen Fall machen, sondern wirklich unter den Nagel fahren und den Nagel damit leicht anheben. Wo ihr Eckenheber kaufen könnt, das verlinke ich euch unterhalb von diesem Video hier in der Videobeschreibung. Also klickt euch da gerne mal rein. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und auch über ein Abo, denn so sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.